Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial, Kapitel 3, der letzte Kapitel zu unserer Tutorial-Serie. In diesem Tutorial erstellen wir jetzt unsere Berglandschaft. Dazu brauchen wir zwei Add-ons, die ich euch empfehlen möchte. Dann geht ihr hier auf Edit, Preferences, Add-ons und schaltet einmal Add Mesh and Landscape ein. Dieser hier. Den müsst ihr bitte, wenn hier kein Haken ist, einmal Haken einschalten. Und einmal den Node Wrangler. Die beiden Add-ons bitte einschalten. Alles klar. So, fangen wir an. Den Cube können wir löschen. Haben wir. Dann gehen wir auf Shift A, erstellen eine neue Mesh, gehen hier runter. Jetzt haben wir hier Landscape. Den klicken wir an. Und dieser Add-on erstellt uns automatisch so eine Art Gebirge. Ja, wie ihr schon sehen könnt. So, ich mache mal kurz Screencast eben einschalten. Dann seht ihr, was ich hier tue. Gut. Und sobald ihr diesen Add-on genutzt habt, wird automatisch links unten ein neuer Tab geöffnet. Hier. Und hier könnt ihr sozusagen jede Gebirge frei beliebig einstellen. Höhe oder die Skalierung. Ihr könnt auch die Form ändern. Das zeige ich euch jetzt hier. Also, wir gehen hier rüber. Wir wollen die Mesh Größe mal erstmal ändern. Machen wir mal 5. So. Jetzt haben wir die Größe nur geändert. So, auf der X- und Y-Achse. Jetzt brauchen wir natürlich auch die Höhe. Dann gehen wir hier runter. Haben wir hier zwei Einstellungen hier. Auf Maximum. Das stellen wir auch auf 5. Jetzt passiert noch nichts. Und hier ist die Höhe. Den skalieren wir nach oben. Alles klar. So. Weil wir jetzt diesen Mesh skaliert haben, müssen wir dementsprechend auch die Textur. Auf diesen Add-on ist eine Textur abgelegt. Das ist die Noise-Textur. Hier. So, diese Noise-Textur müssen wir jetzt auch skalieren, vergrößern sozusagen. Die steht hier auf 1. Den werden wir jetzt ein bisschen nach oben skalieren. So, okay. So, da haben wir das gemacht. Als nächstes können wir uns natürlich auch die komplette Form ändern. Ihr müsst vorstellen, von oben gesehen, das ist eine Textur. Und wenn ihr hier rüber schaut, da haben wir hier noch ein paar Einstellungen in der X- und Y-Achse. Size, hiermit könnt ihr die Textur skalieren. Wenn ihr auf der X-Achse seht, dann skaliert ihr sozusagen auf der X-Achse die Textur. Und auf der Y-Achse. Das ist die Skalierung. Und wenn ihr auf Offset geht, könnt ihr die Textur verschieben. Und auf der Y-Achse. So. Jetzt können wir unsere Gebirge mal ein bisschen umgestalten. Ich werde mal ein bisschen hier ein bisschen was verändern. So. Ach so. Bevor wir es vergessen, hier haben wir noch auch Vorlagen. Dieser Add-on bringt uns noch Vorlagen. Ihr könnt natürlich aus fertigen Vorlagen eure Eingebirge hier also laden. Beispiel, dieser hier heißt zum Beispiel Heteroterrain. Dann geht ihr einfach mal weiter runter. Zum Beispiel, nehmen wir mal den. Dann habt ihr so eine Form. Oder Fraktal. Dann habt ihr so eine Form. Noise Rocks. Also da ist es euch überlassen,
was ihr da hier wählen wollt. Aber für diesen Tutorial wollte ich schon bei der Terrain bleiben, die ich hatte. Na, wo haben wir es dann? Hier. So, das reicht mir vollkommen aus. Ihr könnt natürlich selber wählen, was für eure Landschaft besser ist. Ja? So, jetzt habe ich das, aber ich möchte es noch ein bisschen höher haben. Wir gehen noch ein bisschen höher. So. Jo. Skalieren wir den noch und noch höher. Okay. Textur ein bisschen noch vergrößern. Ja, gut. So. Das ist die Berglandschaft, die ich für diese Textur jetzt anwenden werde. Und jetzt ist das, sobald ich diese Mesh, mein Gebirge jetzt bewege, ist diese Einstellung dann weg. Die wird automatisch übernommen. Also, wenn ihr noch was machen wollt, müsst ihr noch hier die restlichen Einstellungen hier noch ändern. Und sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr den Mesh sozusagen hin und her bewegen. Und dann ist die Einstellung weg. Die wird automatisch übernommen. Alles klar. Als nächstes erstellen wir hier eine kleine Insel, da wo unser Haus stehen wird. Ja? Dazu erstellen wir uns eine Mesh. So. Gehen auf Edit. Subdividen. Machen wir hier 20. So. Mit Alt-Taste gedrückt wählen die äußeren Kanten aus. Proportional an, hier. Und ziehen das mit Z-Achse nach unten. So. Einmal subdividen. Okay. Skalieren wir den etwas größer. So. Etwas höher. So. Mit Steuerung A applyen wir die Skalierung. Und den Subdivide applyen wir jetzt auch. Gehen auf Sculpt, auf Clay Strip und sculpten unsere Felsbucht. So. Etwas nochmal vergrößern. Alles klar. Jetzt nehmen wir unsere Kamera hier. Positionieren wir die erstmal. Gehen auf 1, Frontansicht. Steuerung Alt 0. Snappen wir die Kamera auf unsere Ansicht. So. Den Berg anklicken. So. Rotieren es auf der Z-Achse
so wie wir es haben wollen. Okay. Mit S vergrößern wir es. Mit S, Shift, Z skalieren wir das auf der X- und Y-Achse. So. Okay. Und jetzt erstellen wir uns eine Plane. Nochmal. Skalieren das auf 30. So. Das wird unser Ozean werden. Okay. Die Plane schieben wir ein bisschen nach hinten. So, dass das noch vor der Kamera ist. Genau. Okay. Ja, ein bisschen so rüber. Skalieren wir den noch auf der Z-X-Achse. Etwas. Okay. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das ist unsere Kameraansicht. Das ist unsere kleine Insel, da wo unser Haus stehen wird. Jetzt können wir beliebig noch ein paar Einstellungen übernehmen. Klicken wir ein Vertex hier und ziehen das hier ein bisschen nach oben. So. So ungefähr. Genau. So, jetzt von dieser Berglandschaft hier. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Ziehen das noch ein bisschen tiefer. So. Damit wir so eine Art, so eine Bucht hier haben. Okay. Gehen auf Edit-Modus. Proportional bleibt an. Gehen auf Vertex. Und ziehen mal hier ein bisschen hoch. So. Ziehen das hier ein bisschen weiter rechts rüber. Genau. So, okay. So, das ist unsere Kameraansicht. Hier ist unsere Insel und da haben wir unseren Berg hingesetzt. Das ist unser Ozean. Okay, nachdem wir unsere Berge und unsere Insel gemacht haben, kümmern wir uns jetzt gleich mal um die Textur. So, jetzt öffnen uns wir ein zweites Fenster. So. Machen hier den Shade-Editor an. Mit N die Seitenleiste weg. So. Unten ziehen wir es ein bisschen hoch. Öffnen hier unseren File-Browser. Okay. So. Ich habe hier schon mal was vorbereitet zu den Texturen. Da empfehle ich euch die Webseite von polyheaven.com. Die Webseite werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Da gibt es wirklich sehr, sehr tolle Texturen. Auch die Maps dazu. Das empfehle ich euch sehr gerne. So, das ist die Textur, die ich jetzt gewählt habe. Platziere ich hier rüber. Setze ich hier rauf. So, und jetzt gehen wir auf Shading. So.
Cycles und dann geht ihr auf Material, geht runter, Settings und setzt Display Mapped Only ein. So. Okay. Jetzt drückt ihr STRG T. Dadurch erstellt ihr automatisch die Mapping und den Texture Coordinate. So, platzieren wir das mal so rüber. Duplizieren wir die Textur mit Shift STRG D. Ziehen wir uns die Rawness Textur. Hier in eine Rawness rein. Non-Color Data. Hier. Nochmal duplizieren. Und die Normal Map. Ziehen wir die hier rüber. Non-Color Data. Shift A. Vektor. Normal Map. Und platzieren das hier rauf. So. So, die Textur für den Berg haben wir. Jetzt wollen wir noch mal ein paar Grasflächen hier rüber ziehen. Alle Texturen selektieren, mit S auseinander skalieren. So. Die ziehen wir etwas rüber. So. Hier habe ich eine Grastextur. Die platzieren wir hier rüber, darunter. Holen uns eine Mix Color. Hier. Platzieren wir hier rüber. Und den hier rein. So, jetzt ist das Bild, das Bergtextur und die Grastextur gemixt. Aber wir wollen ja, dass die Grasfläche nur auf den geraden Flächen überlappt sind und nicht komplett. So, dazu holen wir uns ja eine Geometry Node, platzieren das hier rauf und eine Color Ramp Node. So, und nehmen die Normal Slot. Und die platzieren wir in den Faktor rein. Wir klicken jetzt Steuerung, Shift und dann die Color Ramp. Dadurch haben wir die Möglichkeit, eine Voransicht zu bekommen, also den Viewer. So, da seht ihr, wie das hier der Color Ramp auf diesem Berg wirkt. Da, wo die hellen Flächen sind, da kommt sozusagen die Grastextur rüber. So, wir können das aber ein bisschen noch variieren, indem wir die Weißfläche etwas verkleinern oder schärfer setzen. So. So. Okay. So ungefähr. Gut. Diese Fläche hier wird als die Grasfläche genutzt. Jetzt nehmen wir den Color und platzieren das hier rein. Genau, hier seht ihr das, die Grasfläche. Wir können das doch ein bisschen verstärken. So ungefähr. Genau, okay. So, jetzt haben wir unsere Grasfläche auch aufgesetzt. Jetzt setzen wir das mal ein bisschen hier rüber. Den darüber.
Lass uns gleich den Material benennen. Okay. Ja, für unsere kleine Insel, da werde ich eine separate Textur wieder nehmen. Dann gehen wir hier rauf. Steuerung T. Rawness. Non-Color Data. Shift A. Normal Map. Okay. So. So, jetzt haben wir die Texturen jetzt erstellt. Jetzt gehen wir zum Ozean. So. Okay. So, bevor wir mit dem Ozean anfangen, möchte ich noch ein Environment Map draufsetzen. Da gehen wir hier rauf. Kameraansicht. So. Okay. So, die Plane selektieren. New. Ocean. So. Das löschen wir. Shader. Glass. Lass mir drauf. Okay. Als nächstes holen wir uns eine Noise-Textur wieder. So. Und dann eine Displacement-Node. Hier rein. Hier eine Höhe. Und den hier rein. So. Jetzt erhöhen wir die Skalierung. Machen wir mal, ja, 20. Ein bisschen mehr Details. Ja. Oder machen wir mal 50. Ja, das sieht gut aus. Die Skalierung minimieren wir mal. Okay. Noch mehr Details. Ja. Ein bisschen mehr Rawness. So etwas. Okay. Das ist immer noch zu viel. Ja, das sieht schon viel besser aus. So. Wir gehen nochmal hier ein bisschen tiefer.
Mhm. Okay. Perfekt. So sieht's gut aus. Okay. Jetzt holen wir uns noch einen Glossy Shader. Mixen das hier rein. Und geben den leichten blauen Effekt. So. Oder auch grün. So ungefähr. Die Berglandschaft, das sieht mir noch zu unecht aus. Da machen wir den Normal Map etwas höher. So. Und skalieren mal die Textur etwas. Sagen wir auf 2. Ja. Was passiert, wenn wir auf 5 setzen? Genau. Und die Grastextur, die ist noch zu groß. Die werden wir mal separat. Steuerung T. So. Das ist vom Gras jetzt. Die wollen wir jetzt ein bisschen vergrößern. Machen wir mal 5. Genau. Ja. Perfekt. Okay. So, wir machen mal einen Testrender. So, der Ozean gefällt mir. Aber ich finde, dass die Textur vom Berg immer noch etwas verschwommen ist. Also schrägkantig ist. Das müssen wir eben kurz was ändern. Oder das ist wirklich sehr groß. Dann gehen wir ein bisschen tiefer wieder. Dann machen wir es ganz anders. Cube. Genau. So sieht es besser aus. Genau. So. Hier auf unsere genauso. Dann machen wir 5. Okay. So. Nehmen die Kameraansicht.
mit G, ZZ. Skalieren wir das ein bisschen weiter raus. Und schieben wir das mal so. So. Okay. Einmal speichern. Und nochmal rendern. So, unsere Berglandschaft haben wir erstmal erstellt. So, und in dem nächsten Tutorial werden wir uns dann um die Bäume und um die Gräser kümmern. Ja, ich bedanke mich fürs Anschauen. Dann bis zum nächsten Mal.